Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich darüber sprechen, wie wir uns entspannen. Entspannst du gerne? Ja, das tue ich. Ich finde Entspannung sehr wichtig. Sie hilft mir, ruhig und glücklich zu sein. Super! Ich werde dir einige Fragen zu deiner Lieblingsmethode zur Entspannung stellen. Ist das in Ordnung? Natürlich, Alice. Ich teile meine Ideen gerne mit dir. Tom, was ist deine Lieblingsmethode zur Entspannung? Meine Lieblingsmethode zur Entspannung ist, in einem ruhigen Park zu sitzen und ein Buch zu lesen. Ich liebe es, Geschichten zu lesen, die mich an neue Orte bringen. Das klingt schön. Ich mag Parks auch. Warum liest du gerne im Park? Ich mag den Park, weil er ruhig und friedlich ist. Die Bäume und die Vögel lassen mich entspannt fühlen. Wenn ich lese, vergesse ich meine Sorgen. Das verstehe ich. Ein Buch zu lesen kann sehr entspannend sein. Welche Art von Büchern liest du gerne? Ich lese gerne Abenteuer- und Fantasiegeschichten. Sie machen Spaß und lassen mich träumen. Außerdem mag ich Bücher über die Natur. Bücher über die Natur sind interessant. Ich lese manchmal Gedichte oder Kurzgeschichten. Die sind einfach und sehr beruhigend. Ja, Gedichte sind schön. Sie verwenden wunderbare Worte und einfache Ideen. Ich fühle mich glücklich, wenn ich sie lese. Tom, gehst du oft in den Park, um zu lesen? Ja, ich versuche jeden Sonntag in den Park zu gehen. Ich nehme mein Lieblingsbuch mit und setze mich auf eine Bank. Manchmal bringe ich eine kleine Tasse Tee mit. Das klingt sehr angenehm. Ich besuche den Park auch gerne an sonnigen Tagen. Ich mache oft einen Spaziergang oder setze mich ins Gras. Spaziergänge im Park sind ebenfalls eine gute Möglichkeit, sich zu entspannen. Die frische Luft und die Geräusche der Natur helfen mir, mich zu beruhigen. Hörst du Musik, wenn du dich entspannst, Tom? Manchmal tue ich das. Ich höre gerne sanfte Musik oder natürliche Geräusche wie das Zwitschern der Vögel oder das Plätschern von Wasser. Das macht den Park noch friedlicher. Ich liebe auch sanfte Musik. Sie macht mich sehr entspannt. Manchmal höre ich Musik, bevor ich schlafen gehe. Das ist eine gute Idee. Musik kann helfen, sich zu entspannen und den Stress zu vergessen. Tom, was machst du noch, um dich zu entspannen, neben dem Lesen und Musik hören? Ich zeichne und male auch gerne. Ich nehme mein Skizzenbuch mit in den Park und zeichne die Bäume und Blumen. Zeichnen klingt sehr kreativ. Ich kritzle manchmal, aber ich bin nicht sehr gut im Malen. Das ist in Ordnung. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, den Moment zu genießen und sich auszudrücken. Da stimme ich zu. Wenn ich zeichne, fühle ich mich frei und entspannt. Ich vergesse meine Hausaufgaben und meinen stressigen Tag. Ja, entspannende Aktivitäten helfen uns, den Kopf frei zu bekommen. Ich schreibe auch gerne Kurzgeschichten in meiner Freizeit. Schreiben ist eine schöne Möglichkeit, seine Gedanken zu teilen. Ich führe ein Tagebuch und schreibe über meinen Tag. Das macht mich ruhig. Ein Tagebuch zu führen ist eine gute Gewohnheit. Es hilft dir, über deine Gefühle nachzudenken. Tom, entspannst du dich manchmal zu Hause?
Ja, das tue ich. Zu Hause sitze ich gerne in einem bequemen Stuhl und lese oder schaue einen leichten Film. Ich genieße es auch, eine Tasse Tee zuzubereiten. Ich liebe eine gute Tasse Tee. Das ist sehr entspannend. Manchmal nehme ich ein warmes Bad, um mich zu Hause zu entspannen. Ein warmes Bad ist sehr angenehm. Es hilft, die Muskeln zu entspannen und macht dich bequem. Ich verbringe auch gerne Zeit in meinem Garten. Ich gieße die Pflanzen und genieße die frische Luft. Gartenarbeit ist eine wunderbare Möglichkeit, sich zu entspannen. Sie verbindet dich mit der Natur. Ja, in der Natur zu sein, macht mich immer besser gelaunt. Ich bin glücklich, wenn ich sehe, wie meine Pflanzen wachsen. Alice, warum denkst du, ist es wichtig, sich zu entspannen? Ich denke, Entspannung ist wichtig, weil sie uns hilft, Stress abzubauen. Wenn wir uns entspannen, fühlen wir uns energiegeladener und klarer im Kopf. Es ist gut für unseren Körper und unseren Geist. Da stimme ich zu. Wenn ich mich nicht entspanne, fühle ich mich müde und manchmal ein bisschen traurig. Entspannung hilft mir zu lächeln und kreativ zu sein. Ja, ein wenig Zeit zur Entspannung jeden Tag macht einen großen Unterschied. Ich versuche, nach meinen Unterrichtsstunden mindestens 30 Minuten zu entspannen. Das ist eine gute Gewohnheit. Ich reserviere mir auch Zeit am Abend, um etwas zu tun, das mir Spaß macht. Tom, was machst du, wenn du dich sehr gestresst fühlst? Wenn ich gestresst bin, gehe ich in den Park und setze mich an meinen Lieblingsplatz. Ich atme tief durch und höre die Geräusche der Natur. Das hilft mir, mich zu beruhigen. Tiefes Atmen ist sehr hilfreich. Manchmal schließe ich die Augen und atme langsam, bis ich mich besser fühle. Das ist eine gute Technik. Du kannst auch versuchen, langsam zu gehen und deinen Kopf frei zu machen. Ja, gehen und tiefes Atmen lassen mich entspannt und sicher fühlen. Ich spreche auch mit meinen Freunden, wenn ich gestresst bin. Meine Gefühle zu teilen hilft mir sehr. Mit einem Freund zu sprechen, ist immer eine gute Idee. Das lässt dich weniger allein fühlen. Alice, hast du jemals Meditation ausprobiert, um dich zu entspannen? Ja, ich habe Meditation ein paar Mal ausprobiert. Ich setze mich an einen ruhigen Ort, schließe die Augen und konzentriere mich auf meinen Atem. Das macht mich sehr ruhig. Ich möchte auch Meditation ausprobieren. Ich habe gehört, dass es gut ist, um Stress abzubauen und dich glücklich zu fühlen. Es ist sehr einfach. Du musst nur ruhig sitzen und deinem Atem zuhören. Du kannst es 5 Minuten oder sogar länger machen, wenn du magst. Ich werde Meditation das nächste Mal ausprobieren, wenn ich gestresst bin. Danke für den Tipp. Gern geschehen, Tom. Ich hoffe, es hilft dir. Alice, denkst du, dass Entspannung für jeden anders ist? Ja, das denke ich. Jeder hat seine eigene Art, sich zu entspannen. Manche Menschen lesen gerne, andere hören Musik und wieder andere machen Sport. Das stimmt. Ich habe eine Freundin, die sich beim Kochen entspannt. Sie liebt es, neue Rezepte in der Küche auszuprobieren. Kochen kann auch sehr entspannend sein. Es ist kreativ und man kann gutes Essen genießen. Ja, und mein Bruder entspannt sich, indem er Videospiele spielt. Er sagt, das hilft ihm, seine Hausaufgaben für eine Weile zu vergessen. Videospiele können Spaß machen, aber ich bevorzuge Aktivitäten im Freien. Ich fühle mich entspannter, wenn ich in der Natur bin. Da stimme ich zu. Die Natur lässt mich immer ruhig und glücklich fühlen. Tom, wie sorgst du dafür, dass du jeden Tag Zeit zur Entspannung hast? Ich versuche, meinen Tag zu planen.
Ich schreibe einen einfachen Zeitplan in mein Notizbuch. Ich plane Zeit zum Lernen, Zeit für Spaß und Zeit zum Entspannen ein. Das ist eine gute Idee. Ich plane meinen Tag auch gerne. Wenn ich meinen Zeitplan sehe, weiß ich, wann ich arbeiten und wann ich mich entspannen kann. Planung hilft mir, nicht in Eile zu geraten. Wenn ich Freizeit habe, kann ich lesen oder langsam gehen, ohne gestresst zu sein. So geht es mir auch. Wenn mein Tag organisiert ist, bin ich entspannter und produktiver. Alice, hast du entspannende Hobbys, die du jeden Tag machst? Ja, jeden Morgen verbringe ich 10 Minuten mit Dehnen und leichten Übungen. Das lässt mich wach und entspannt fühlen. Das ist eine gute Gewohnheit. Ich mache manchmal auch den Übungen am Morgen. Es hilft mir, den Tag mit Energie zu beginnen. Ich höre auch gerne sanfte Musik, während ich mich dehne. Das macht die Übungen angenehmer. Musik am Morgen zu hören, ist eine schöne Möglichkeit, eine ruhige Stimmung für den Tag zu schaffen. Ja, und abends setze ich mich gerne auf meinen Balkon und schaue den Sonnenuntergang an. Das ist sehr entspannend. Den Sonnenuntergang anzuschauen ist schön. Das mache ich manchmal auch. Es macht mich dankbar für den Tag. Tom, denkst du, dass Entspannung wichtig für deine Gesundheit ist? Ja, ich glaube, dass Entspannung sehr wichtig für eine gute Gesundheit ist. Wenn du dich entspannst, fühlt sich dein Körper besser an und dein Geist ist klar. Wenn ich mich entspanne, schlafe ich besser und fühle mich energiegeladener. Stress kann dich müde und traurig machen. Das stimmt. Ich versuche, mich jeden Tag zu entspannen, um meinen Körper und Geist gesund zu halten. Ich trinke auch viel Wasser und esse gesund. Das hilft mir, mich gut zu fühlen und zu entspannen. Wasser trinken und gesund essen gehört ebenfalls zu einem gesunden Lebensstil. Sie helfen dir, energiegeladen und ruhig zu fühlen. Ja, und wenn ich mich bewege und entspanne, bin ich sehr glücklich. Tom, ich bin froh, dass wir heute über Entspannung gesprochen haben. Ich habe mehr über deine Lieblingsmethoden zur Entspannung gelernt. Ich freue mich, meine Ideen mit dir zu teilen, Alice. Ich denke, Entspannung ist für jeden sehr wichtig. Ja, und es ist schön zu wissen, dass wir beide gerne Zeit in der Natur verbringen, lesen und Musik hören. Da stimme ich zu. Wir haben viele ähnliche Hobbys und sie helfen uns, ruhig und glücklich zu sein. Ich werde versuchen, den Park öfter zu besuchen und vielleicht komme ich mit dir zu einer Lesestunde. Das wäre wunderbar, Alice. Wir können unsere Lieblingsbücher teilen und die Ruhe zusammen genießen. Ich freue mich darauf, Tom. Danke für das schöne Gespräch über Entspannung. Danke, Alice. Ich habe unser Gespräch genossen. Denk daran, dir jeden Tag Zeit zum Entspannen zu nehmen. Ja, das werde ich. Hab einen tollen Tag, Tom. Du auch, Alice. Bis bald. Entspannung. Entspannung. Entspannung ist wichtig für die Gesundheit. Ich finde Entspannung beim Lesen eines Buches. Nach der Arbeit brauche ich Zeit für Entspannung. Entspannen. Entspannen. Ich möchte mich entspannen. Sie hilft mir, mich zu entspannen. Es ist wichtig, nach der Arbeit zu entspannen. Geschichten. Geschichten. Ich mag Geschichten lesen. Die Geschichten sind sehr spannend. Er erzählt mir viele Geschichten. Lesen. Lesen. Ich möchte ein Buch lesen. Er liebt es, Zeitungen zu lesen.
Wir lesen jeden Abend vor dem Schlafengehen. Geschichten. Geschichten. Ich mag Geschichten lesen. Die Geschichten sind sehr spannend. Er erzählt mir viele Geschichten. Friedlich. Friedlich. Der Garten ist friedlich. Die friedliche Stimmung war angenehm. Wir leben in einer friedlichen Nachbarschaft. Friedlicher. Friedlicher. Der friedliche Mann hilft anderen. Wir leben in einer friedlicher Stadt. Friedlicher Dialog ist wichtig für den Frieden. Wunderbare. Wunderbare. Das Essen war wunderbare. Sie hat eine wunderbare Stimme. Wir hatten einen wunderbaren Tag. Ideen. Ideen. Ich habe viele Ideen. Deine Ideen sind interessant. Wir brauchen neue Ideen für das Projekt. Kreativ. Kreativ. Sie ist sehr kreativ in ihrer Arbeit. Das kreative Design gefällt mir. Wir brauchen eine kreative Lösung für das Problem. Zeichnen. Zeichnen. Ich kann gut zeichnen. Kinder lieben es zu zeichnen. Er möchte lernen, wie man zeichnen kann. Malen. Malen. Ich möchte heute ein Bild malen. Kinder malen gerne in der Schule. Sie lernen, wie man gut malen kann. Gartenarbeit. Gartenarbeit. Ich mache gerne Gartenarbeit. Gartenarbeit ist entspannend für mich. Im Frühling beginnt die Gartenarbeit. Gedichte. Gedichte. Ich liebe Gedichte. Die Gedichte sind sehr schön. Er schreibt Gedichte in seiner Freizeit. Kurzgeschichten. Kurzgeschichten. Ich lese gerne Kurzgeschichten. Die Kurzgeschichten sind spannend und lehrreich. Meine Schwester schreibt auch eigene Kurzgeschichten. Atmen. Atmen. Ich kann tief atmen. Es ist wichtig, regelmäßig zu atmen. Man sollte langsam atmen, wenn man gestresst ist. Musik. Musik. Ich höre gerne Musik. Die Musik ist sehr laut. Wir tanzen zur Musik. Gedanken. Gedanken. Ich habe viele Gedanken heute. Diese Gedanken sind wichtig für mich. Lass uns über deine Gedanken sprechen. Gewohnheit. Gewohnheit. Die Gewohnheit ist schwer zu ändern. Es ist eine gute Gewohnheit, früh aufzustehen. Viele Menschen haben unterschiedliche Gewohnheiten. Zeitplan. Zeitplan. Der Zeitplan ist sehr wichtig. Ich habe meinen Zeitplan aktualisiert. Wir müssen den Zeitplan einhalten. Was ist Toms Lieblingsmethode zur Entspannung? Warum ist Entspannung wichtig laut Alice? Was ist Toms Lieblingsmethode zur Entspannung? Was macht Alice, um sich zu entspannen, wenn sie zu Hause ist?
Gut gemacht! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.